Der 4. Tag. Guten Morgen! Guten Morgen, lieber Butch. So, jetzt sehe ich den Meteoriten ja auch mal bei Tag. Ist ja wirklich Ist das wirklich ein Meteorit? impressive. Ich würde erstmal, wenn ich den so sehe, denke ich erstmal, da müssen doch bestimmt Aliens irgendwie drin sein. Naja, also es gibt in dem Spiel Hinweise auf Alien-Aktivitäten. Ja, sagen wir mal so, du hast ja am Anfang schon das Alien gesehen. Ja, das ist korrekt. Im Opening Screen. Wenn du da auf dem Buchstaben rumtippelst. Ja, also es gibt halt, also das kann ich ja mal an der Stelle spoilern, weil es halt unwahrscheinlich ist, dass das bei uns hier passieren wird. Es gibt ein super duper seltenes Ereignis. Oh, okay, wo fange ich da an? Das wird mein Referat für diese Folge. Und zwar, nachts siehst du doch immer diesen Screen, wo dann ist, glaube ich, so der Verkaufsscreen ist da, glaube ich, sogar mit drauf und so. Ja. Und man sieht ja immer so den Abendhimmel und so eine kleine Hütte, was unsere Hütte ja quasi darstellen soll. Ja. Und zum Beispiel, wenn Weihnachten ist, fliegt halt zum Beispiel der Weihnachtsmann darüber oder so, ne? Also es verändert sich ab und zu mal. Und es gibt halt eine Einstellung, da fliegt so ein UFO lang. Und dann? Und wenn wohl das passiert, dann scannt sozusagen das Spiel deinen Hof und es muss eine gewisse Fläche muss es zufällig gescannt haben, die komplett frei ist, also auf der nichts sein darf. Kein Busch, kein Baum, kein Nichts, keine Fackel. Kein Baum? Ja. Und wenn das der Fall ist, dann taucht eine, im Englischen ist es die Strange Capsule, also die seltsame Kapsel oder so taucht dann irgendwie auf. Ja. Und man kann nicht wirklich reingucken, aber wenn man es wohl anklickt, dann steht halt irgendwie, dass irgendwas Seltsames drin ist und darin lebt und sich bewegt und so. Und nach, ich weiß nicht, ob nach einem Tag oder nach mehreren Tagen, wenn man dann die Kapsel wieder sieht oder wieder besucht, dann ist die aufgebrochen und irgendwas ist da rausgekrochen. Ach du Scheiße, okay. Und mehr gibt es über dieses Ereignis irgendwie noch nicht so wirklich. Das ist absolut creepy. Ja, ein bisschen. Aber soweit ich weiß, arbeitet der Entwickler ja immer noch weiter dran, ne? Ja. Ah, verdammt, ich habe jetzt schon keine Energie mehr. Oh mein Gott. Ja, das geht mir auch so. Alter, ja. Oh, ich falle bestimmt gleich tot um. Tot. Ich werde mal erstmal direkt neue Bäume Aber anpflanzen und so. Ne? Ich bin hier direkt an einem Haus. Ich werde mich da kurz ins Bett legen. Ich bewege mich so langsam. Oh, so weit ist deine Energie sogar schon runter? Ja. Deswegen, ich muss ja mal kurz tanken. Okay. Morgens um 10:30 Uhr und ich kann mich schon wieder hinlegen. Das ist ja wie im richtigen Leben. Ich dachte jetzt morgens um 10:30 Uhr und du könntest schon wieder tanken. Das ist wie im richtigen Leben. Traurige Alki-Geräusche. Nein. Tatsächlich nicht. Ich bin tagsüber zur Zeit richtig gut drauf. Ich bin tagsüber echt trocken. Morgens um 7 auf. Ich wach morgens um 7 auf. Von ganz alleine. Alter, das finde ich belastend, muss ich zugeben. Und bin dann wach. Aber gibt's da nicht was von Ratiofarm? Nee, es funktioniert ganz gut. Oh, ich weiß nicht. Also wenn ich, also das höre ich immer von echt vielen Leuten, die dann so sagen, ja, ich wache halt automatisch um die und die Uhrzeit auf. Weil sie es irgendwie, keine Ahnung, vom Job gewöhnt sind oder was auch immer. Und ich hatte das, glaube ich, einfach noch nie. Ein Job? Ja. Nee, auch so, keine Ahnung, so zu Schulzeiten zum Beispiel auch. So, da hast du ja eigentlich jahrelang deine Zeit gehabt, zu der du fest aufstehen musstest. 5:30 Uhr. Echt? So früh musstest du aufstehen? Alter, ich musste mit einem fucking Bus irgendwo hinfahren. Ja gut, ich musste auch eine Dreiviertelstunde Bus fahren.
Aber nee, ich glaube, ich bin um An? 6 oder so aufgestanden. Hast du hier die ganzen Eicheln hier gepflanzt? Kiefern, also Zapfen-Dings. Ja. Ja, habe Hast ich. du die gepflanzt? Also viele davon habe ich gepflanzt. Okay, dann lasse ich die einfach mal drinne Ja, so ist und das. hör auf, die aus dem Boden irgendwie zu. Ja, aber jedenfalls, das hatte ich damals nicht, dass ich irgendwie automatisch aufgewacht bin und nach wie vor auch heute nicht. Das ist einfach, ja, keine Ahnung, nee. Dieses Phänomen ist mir fremd. Okay, verstehe. Also nein, verstehe ich nicht. Ich tue nur so. Achso, na gut. Ich habe Lea gerade einen Löwenzahn geschenkt. Ja, muss ich gleich wieder einschleimen, ne? Ich müsste auch mal wieder zu Penny gehen. Ja, na, weil die Sache ist die, wenn man sich mit denen so einen gut stellt, Ja? dann schicken die einem geile Rezepte. Ah, Weißt du, dann schicken sie dir einen Link von chefkoch.de. hm. Chefkoch ist schlimm. Übrigens, Aber ich will hier nicht über Chefkoch ranten. Ich finde es ganz gut. Also mein einer Nacho-Schichtsalat, das Rezept habe ich von Chefkoch. Ich habe da auch einen ganz tollen Tortellini-Salat gefunden. Einen warmen Tortellini-Salat. Und den habe ich noch Noch nie gemacht. verfeinert. Und Achso, das ist mein bestes Rezept, ja geil. das ich geklaut habe. Und Und die Leute lieben das. Nee, aber andere Frage. Kennst du, oder liebe Bubos, kennt ihr... Alter, oh, das mache ich auf dem Discord-Server, glaube ich. Kennst du die Facebook-Seite, die ja nur alte Leute benutzen? Worst of Chefkoch? Nee, Alter, oh mein Gott. Dann aber ich jetzt schon. dann hast du in der Sommerpause richtig was verpasst. Oh mein Gott. Das ist ungefähr genauso gut wie auf Google Maps Gefängnisbewertungen, Rezensionen zu lesen. Oh, Alter, Worst of Chefkoch ist so geil. Also sie stellen halt einfach ganz, ganz simpel, so wie der Name es sagt, sie stellen halt die schlechtesten Rezepte von Chefkoch vor. Ja. Von denen ich bei manchen auch der vollen Überzeugung bin, dass sie extra nur dafür gemacht wurden, um auf dieser Seite zu landen. Ja gut, manche Sachen, die ich selber schon bei Chefkoch gesehen habe, ja, die legen die Vermutung nahe, weil so eine Scheiße kann man sich nicht ausdenken. Ja, also vor allem die Namen sind dann auch immer so cool, weil die sind dann nach irgendeiner Person benannt, so keine Ahnung, Mannis Leberwurst Toast Hawaii oder irgendwie so eine Scheiße. Also es war jetzt völlig frei erfunden, aber so ungefähr, ne? Aber klingt schon mal gut. Und dann die Rezepte dazu zu lesen und die Anweisungen, also die Kochanweisungen, die Zubereitungsanweisungen, Alter, Ja. es ist der Hammer, es ist Gold. Also vielleicht sollten wir es in einer Folge mal, solltest du mal so ein Rezept vorlesen oder so. Oder mach das mal in einem deiner Streams, Alter. Das würde ich sehr feiern, wie die hippen jungen Leute sagen. Ich werde es mir merken. Ja. Es gibt noch so viele Leute, die ich hier noch nicht begrüßt habe. Ich muss mal Ja, kurz geht mir gucken. auch so. Man hat ja hier Sag Hallo, 17 von 28. Mir fehlen noch 11 Leute. Das ist ja gar nicht mal so wenig. Haben wir eigentlich Blumen gegossen? Ja, haben wir, ne? Ja. Ja. Ich muss gleich nochmal nachgießen, weil ich noch ein bisschen wilde Saat mitgebracht habe. Mhm. Weil ich schon wieder die ganzen Büsche rasiert habe. Scheiße, ich bin aber mit meiner Energie ein bisschen am Ende. Ja, ich bin auch schon die ganze Zeit immer noch erschöpft. Ich habe ein paar Frühlingszwiebeln gefunden. Die snacke ich jetzt mal so ein bisschen weg. Weil Frühlingszwiebeln, die sind schon geil. Isst du im Real Life gern Frühlingszwiebeln, Butch? Tatsächlich, ja. Frühlingszwiebeln sind sehr gut in sehr vielen Gerichten. Ich koche lieber mit normalen Zwiebeln. Okay. Oder ich brate lieber. Also ich koche auch lieber mit normalen
Zwiebeln. Ich mag auch nicht so wirklich rote Zwiebeln. Ich bleibe da schon lieber bei normalen. Oh, ich habe hier was gefunden. Eine kleine Pflanze. Die nehme ich mit. Und da ist noch eine. Zwiebeln, Knoblauch. Den Knoblauch natürlich immer schön in Scheibchen schneiden. Das weiß In Scheibchen, nee. Kannst du weghauen, den Mist. Und also ich mache das immer so, ich mache immer erst ein bisschen Öl rein, dann kommt da der Knoblauch rein, also die Knoblauchscheiben. Und danach kommen erst die Zwiebeln rein. Und das muss schon alles richtig schön anschwitzen und dann fange ich erst an, die ganzen anderen Sachen reinzugeben. Ich verstehe. Ja. Und das hat sich bisher immer sehr gut bewährt. So, wie spät ist denn das? 20:50 Uhr ist es. Habe ich überhaupt irgendwas dabei, was ich verkaufen könnte? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe ja nicht mal geangelt heute. Was ist los? Ich konnte einen Meerrettich verkaufen von Silberqualität. Ich sehe auch gerade, dass du da einen Meerrettich isst. Ja, den wollte ich extra aufheben. Für das Community Centre. Ja, ich habe jetzt auch noch eine goldene Narzisse eingestellt. Mehr habe ich gar nicht. Ich habe heute nicht viel beigetragen, merke ich gerade. Ja, kommen wieder Aber man andere kann ja noch, Zeiten. angeln. Kann ja hier noch angeln. Ja, noch so ein Stündchen angeln geht schon noch am Abend. Ja. Ja, zum Ausklingen lassen des Tages. Bist du im Real Life eigentlich so ein Angler? Nein. So gar nicht? Also, oder? ich war jetzt im Urlaub. Ja. Während der Sommerpause war ich natürlich auch im Urlaub und habe mit so einer kleinen Krebsangel Eine geangelt. Stippe? Weiß ich nicht. Das ist so ein ganz kleines Plastikspielzeug fast eigentlich. Aber ich hatte echte Köder und ich wusste, ich fange nichts. So, das war mir völlig klar. Ich wäre auch total überfordert gewesen, wenn da wirklich etwas angebissen hätte. Aber ich muss schon sagen, so am Steg zu stehen, an einem See, und da einfach so eine stupide Beschäftigung zu haben, während das Wetter recht gut ist, das hat mir schon was gegeben. So, ich kann das schon verstehen. Aber mich da jetzt irgendwie großartig richtig reinzufuchsen und mir da eine ordentliche Angel zu kaufen, etc. und Köder und... Nein. Das wird nicht passieren. Okay, ja, das kann ich verstehen. Also, weil ich glaube, das kann auch, also ich glaube, Angeln kann ein richtig teures Hobby auch einfach sein. So wie fast jedes Hobby wahrscheinlich. Oh ja. Aber so bei Angeln stelle ich mir auch vor, so richtig krasse Überangeln und die krasseste Angelsehne und die besten Köder, Blinker, Posen, was weiß ich nicht. Weißt du, was ich an Hobbys, gerade an kostenintensiven Hobbys nicht mag? Jetzt bin ich gespannt. Wenn man sich irgendwas kauft und weiß nicht, ob man Einsteiger ist oder so, oder man fängt halt irgendwie gerade erst an oder auch wenn man schon jahrelang dabei ist und man so seine Sachen hat, die man gerne macht oder einfach weil man sich dabei gut fühlt, es kommt immer eine Person. Es kommt immer eine Person, die meint, ach nee, so macht man das ja nicht. Also kannst du das ja nicht machen. Wie, du benutzt das benutzt du dafür? Nee, komm, das kannst du nicht machen. Und wenn das passiert, kriege ich Aggression. Da kommt dann so ein Willy und sagt, oh, mit so einer Bambusstange machst du das? Nee, also ich würde ja da die Fiberglasangel nehmen, ne? Ja. Also also in dem See kannst du wirklich nur mit der Angel was erreichen. Achso, das ist übrigens der Screen, den ich vorhin meinte, falls du jetzt noch auch drin bist. Also der Verkaufsscreen ist das, ja. Dann mache ich es jetzt für die Bubos. Das ist quasi mehr oder weniger unser Häuschen im Sterntautal. Und hier oben fliegt dann manchmal irgendwas lang, weiß ich, UFO, Eule, Weihnachtsmann und so weiter. So, und jetzt aber erstmal nochmal gute Nacht, liebe Bubos, gute Nacht, lieber Butch. Gute Nacht, lieber Bob.
Und wir haben den 5. Tag im Frühling des 1. Jahres. Guten Morgen, Butch. Hey. Morgen! Ach, Alter, du machst gerade bei mir. Dein Atem hast- war das heute Nacht, den ich im Nacken gemerkt habe. Oh, was ist denn hier aber los? wissen. Cutscene. Du hast bei mir vor allem immer noch eine ganze. Du musst Cutscene? vorlesen. Oh, du Ich hab hast die keine Cutscene. Scheiße, jetzt muss ich ja alles vorlesen. Na gut, dann, hallo Bob. Siehst du die Katze hier? Butch, siehst du die Katze hier? Nein. Okay, nein. Sie hat Miau gemacht. Ich habe sie an deiner Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, sie ist ein Streuner. Armes, kleines Ding. Miau. Es scheint ihr hier zu gefallen. Hey, meinst du nicht, dass dein Hof eine gute Katze gebrauchen könnte? Ja, eine gute Katze, aber eine Katze adoptieren? Ja, nein. Vor allem, ich überlege gerade, wenn man Nein wählt, kriegt man dann die Chance? Irgendwann schwimmen. Ja, ich mach ja. Ich mag Katzen. Wie soll die Katze heißen, Butch? Ich kenne eigentlich nur einen Katzennamen. Das ist Schrödinger. Sehr gut. Ich wollte den Bubos gerade zeigen. Ich hab's schon eingetippt, bevor du es gesagt hast. Um zu zeigen, wie connected wir einfach sind. Aber wir sind total connected. Schrödinger. Ja, Schrödinger soll es sein. Schrödinger it is. Komm her, Schrödinger. Sei ein braves Kätzchen, ja? Lass mal die Finger von unserer Katze. Ist ja interessant, dass nur ich diese Katzen jetzt, diese Cutscene Du hast übrigens, bekomme. ja? Ich müsste, glaube ich, mal ein Screenshot machen. Du hast bei mir nämlich die ganze Zeit diese Sense in der Hand oder auch nicht in der Hand. Jetzt ist besser. Ja, ich kenne den Grafikfehler. Ich kenne ihn. So, ich habe schon mal Post. abgeerntet, ne? Ich habe Post. An unsere geschätzten Joja-Markt-Kunden. Unsere Teammitglieder haben den Landrutsch, der durch unsere Bohroperation in der Nähe des Bergsees ausgelöst wurde. Hä? Ja, okay, na gut. Entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind, gemäß Absatz L61091 oder G1. Joja GmbH Gesetzesänderung. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, die dieser Unfall eventuell bereitet hat. Wie immer bedanken wir uns für eure fortwährende Unterstützung. Morris, Repräsentant für Joja Kundenzufriedenheit. Kann man dafür sorgen, dass dieser dämliche Laden geschlossen wird? Ja. Spoiler. Ja. Warum bin ich schon wieder tot? Weil du mich gegossen hast. Und du weißt ja, wer nicht gießt, stirbt. Das stimmt. Ja, gerade so. So geht jedenfalls das alte indianische Sprichwort. Ich muss schon wieder ins Bett. Geh mal ins Bett. Ich hack derweil ein bisschen Bäume. Ja, jedenfalls, siehst du, Angeln. Wollte ich noch was zu sagen. Ja, ich glaube jedenfalls, man kann da eine Menge Geld beilassen. Wie gesagt, für das ganze Equipment. Und dann... Wir haben ja gerade über das Angeln gesprochen. Ja, und ich glaube, man kann dann auch eine Menge Geld lassen, weil, ich meine, du angelst ja nicht jeden Tag an diesem See hier auf deinem Hof. Sondern du angelst auch wie in diesem Spiel, dann willst du mal am Meer angeln, dann willst du mal um einen Fluss angeln, dann hast du gehört, dass dieser krasse eine Fisch irgendwie nur da anzutreffen ist, dann willst du Hochsee angeln, dann willst du Tiefsee angeln, dann willst du Breitsee angeln und was weiß ich nicht, was es gibt. Und ich glaube, fast noch mehr Kohle haust du da halt für die Reisekosten raus. Fertig. Kann auch sehr gut sein. Was mich allerdings eben aufregt, das ist ja bei jedem Hobby so, ich habe das ja gerade schon mal gesagt, es ist ja nicht nur beim Angeln so, es ist bei, keine Ahnung, bei allem. Es gibt immer irgendwelche Leute, die aus einem Hobby so ein Extrem machen, weißt du? Die das einfach ein bisschen zu ernst nehmen. So ein ganz kleines bisschen. Ja. Ja. Du kannst es immer irgendwie übertreiben. Weil ein Hobby ist für mich etwas,
damit muss ich kein Geld verdienen. Das mache ich, weil ich es gerne mache. Wenn jetzt zum Beispiel sowas wie Stream ist und man kann damit Geld verdienen, warum nicht? Aber ich würde das niemals zu meinem Lebensunterhalt machen. Okay. Also das können andere gern anders machen, weil die das als ihren Job oder als ihr Job dann ansehen. Das ist vollkommen okay. Was machst du da? War das Reis? Reis, ja. Reis braucht nicht gegossen werden, wenn es direkt neben so einem See Stimmt. gepflanzt, gesät. Sät man Reis? Pflanzt man Reis? Ja. Irgendwas davon. Reis gehört zu Getreide. Also wird das natürlich gesät. Ja, das. Ja. Dann habe ich da Reis gesät. Und das Reis ist voll praktisch. Gibt's, glaube ich, auch erst seit dem neuesten Update. Was jetzt natürlich auch schon wieder ein paar Monate her ist. Jedenfalls, ich mache ja ein Hobby, weil es mir Spaß macht, weil ich mich wohl dabei fühle. Und nicht für irgendwen anders. Sondern ich mache ein Hobby für mich. Und zwar nur für mich. Ja. Ne? Und dann will ich mir nicht von irgendeinem Lars oder so sagen lassen, dass ich das irgendwie falsch machen würde. Oder das nicht richtig wäre. Weil auch wenn es vielleicht falsch für ihn wäre, so wie er das gerne machen will, für mich ist das richtig. Okay. Okay, warte, führen wir das Gedankenexperiment weiter. Angenommen, jemand sagt zu dir, er macht hobbymäßig gern so Geografie. Und er ist aber ein Flat Earthler. Wie würdest du, also er würde jetzt quasi so argumentieren, wie du gerade argumentiert hast. Es macht ihm halt Spaß und ist sein Hobby und er macht das nur für sich. Also, wie würdest du damit definieren, ist das ein Hobby? Also Geografie. Ja, schon. Es ist zum Beispiel auch ein Hobby von mir. Ich weiß, du bist ja auch kein Flat Earthler. Ja. Weil du dich halt auch mit Geografie befasst hast und zumindest ein IQ von über 5 hast. Und dadurch weißt, dass die Erde rund ist. Du traust mir ganz schön viel zu, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Schon. Ja, okay, vielleicht ist Flat Earthler ein zu extremes Beispiel. Aber wenn wirklich ein extremes Beispiel. Wie bitte? Es ist schon ein extremes Beispiel, was das angeht. Ja, nee, also dann vielleicht ein bisschen milderes Beispiel. Also mir fällt natürlich jetzt spontan keins ein, aber so ein Hobby, wo du dann als der Nicht-Hobbyhabende quasi weißt, dass dieses Hobby oder diese Sache, die das Hobby vermittelt, einfach falsch ist. Also. Ich sag mal so. Ja. Solange mich niemand von seiner Meinung überzeugen will, ja, ne, oder mir seine Meinung aufzwingen will, also solange jemand kein Faschist ist, genau, kann ich damit immer recht gut umgehen. Okay. Ich kann zum Beispiel, wenn ein Flat Earther zu mir kommt und mir davon erzählt, dann weiß ich erstens A. Auch sehr gut. Dann weiß ich A, ich muss mich mit dieser Person nicht weiter unterhalten, weil wir haben dann keine wirkliche Schnittmenge mehr. Ja. Und zweitens, oder habe ich A gesagt? Ja, du hattest A gesagt. Ich hatte A gesagt. Erstens ne? A, zweitens B. Zweitens B. Solange er mir das nicht aufzwingen will, dann ich kann mir dann halt gut irgendwie sagen, gut, hab deine Meinung irgendwie, aber wir reden nicht über dieses Thema. Okay. Irgendwie, auch wenn wir gerade irgendwie miteinander zu tun haben müssen, vielleicht. Keine Ahnung, beruflich, bla. Kann ich trotzdem sagen, gut, wir reden dann nicht über dieses Thema. Das heißt zum Beispiel mit religiösen Menschen auch.
Wer seine Religion ausleben will, bitte, solange du mir nicht sagen willst, wie ich mein Leben zu führen habe. Und dann Mit sage ich dir auch Religion immer meinst du ganz, jetzt Veganer zum Beispiel? ich würde Veganismus jetzt nicht als Nein, Religion weil es eben ansehen. solange du mir nicht erzählst, wie ich mein Leben zu leben habe, das hatte eben so. Genau. Ich hab zum Beispiel einen sehr, sehr guter Freund, den du auch kennst. Der ist Veganer und der war aber immer so, ey, ich kann dir davon gerne erzählen, Ach so, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. aber ich mach's nicht. Er wusste aber auch, dass wir Freunde genug sind, dass er mir etwas erzählen kann, wenn ihn etwas beschäftigt. Das heißt, wenn es irgendwas gab, einfach was ihn total aufgeregt hat, dann konnte er mir das erzählen, ohne dass ich ihm vorgehalten hätte, ah, du jetzt wieder mit deinem Veganer-Scheiß oder so. Gar Ja, nicht. ja. Ähm, weil es nie irgendwie so war, dass er mich dann, er dann zu mir kam und mich unbedingt verurteilen wollte dafür, dass ich kein Veganer bin. Ich verstehe. So, und das war immer doch sehr angenehm. Oder ist immer sehr angenehm. So, ich komme bei dir nicht ins Bett. Oh, ein bisschen kuscheln. Gute Nacht, Burj. Halt, gute Nacht, Bob. Hofarbeit Stufe 1. Oh, ich muss schon Ja, wieder los. geil. Das tut mir leid. Dann bist du derjenige, der die Vogelscheuche bauen muss. Ja, Und ich habe Sammeln Stufe 2. sehr gut. Entschuldigung, musste was trinken bei der Hitze. Das ist vollkommen 27 okay. Grad. Oh, Money.